So, jetzt kommen wir zum dritten Teil unserer Trilogie über die Konfiguration von Services und Hosts mit Regeln. Und wie versprochen, möchte ich jetzt zeigen, wie man Hosts in Ordnern verwaltet. Das mit den Ordnern ist dann sinnvoll, wenn ihr mehr Hosts habt als eine Handvoll, wenn das dann mal 20, 30, 50 werden. Und manche unserer Anwender haben ja durchaus zigtausende von Hosts im Monitoring. Und es ist schon sehr wichtig, dass man da eine sinnvolle Struktur hat. So, mit den Ordnern ist es prinzipiell erstmal sehr einfach. Ihr könnt euch das so vorstellen wie bei einem normalen Dateisystem, wie bei Linux oder Windows, dass ich einfach Ordner habe, in denen sind wieder Ordner und ganz am Schluss sind da eben, ja, jetzt nicht Dateien drin, sondern eben Hosts. Es gibt dazu auch einen ganz schönen Handbuchartikel, den möchte ich euch jetzt einfach mal kurz zeigen. Also wenn ihr auf die Homepage geht, dann findet ihr im offiziellen Handbuch im Artikel Host Administration, also Verwaltung der Hosts, die Beschreibung, wie das mit diesen Ordnern geht. Und da ist auch eine ganz nette Grafik drin. Da sieht man eben, ich habe also diesen Main-Folder, das Hauptverzeichnis, was man immer hat, das ist automatisch da. Und da kann ich eben Unterordner anlegen und in den Ordnern kann ich meine Hosts verwalten. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich nicht nur eine bessere Übersicht, sondern ich kann dann, und das ist das Spannende dran, ich kann Attribute, wie zum Beispiel Host-Tags, am Ordner festmachen und alle Hosts in dem Ordner kriegen automatisch diese Attribute und ich kann sogar noch Ausnahmen definieren. Das sieht man dann hier in diesem zweiten Diagramm. Also ich habe zum Beispiel hier beim Main-Folder festgelegt, dass ein Host die Tags prod und TCP haben soll oder mit Labels würde es genauso funktionieren. Dann kann ich sagen, im Ordner Network gibt es zusätzlich noch oder als Ersatz für TCP gibt es das Tag SNMP in dem Fall. Und der Host F hat dann nochmal das Tag Test anstelle von prod. Und so ergibt sich dann, dass zum Beispiel der Host F das Tag SNMP geerbt hat vom Network-Ordner. Das Tag Test ist hier direkt vergeben. Der Host D zum Beispiel erbt das prod vom Main-Folder und das SNMP von dem Network-Folder. Und der Host A, der erbt einfach alles vom Main-Folder, weil auf dem Weg dorthin nichts explizit vergeben wurde. Und dieses Konzept ist sehr, sehr mächtig, vor allem in Kombination mit der Regeln, wenn man dann über die Tags Regeln vergibt. Oder ihr könnt auch eine Regel direkt in einen Ordner legen. Schauen wir uns das doch einfach mal praktisch an. Zurück zu unserem Monitoring-System, was wir in dieser kleinen Serie aufgebaut haben. Und ich gehe in meine Host-Verwaltung und sehe jetzt da eine Liste von 6, 7 Hosts. Ja, wie komme ich zu meinen Ordnern? Ganz einfach, hier gibt es einen Knopf, den muss man nur finden. Da steht drauf New Folder und der ist hier. Bitte nicht erschrecken, warum hat dieser Ordner jetzt so unheimlich viele Einstellungen? Das erkläre ich gleich. Erstmal macht die Basic Settings auf. Das Wichtigste ist einfach der Titel der Ordner. Und ich mache jetzt mal das gleiche Beispiel wie im Buch. Ich sage hier ein Ordner Networking. Ich fülle nicht mehr aus als einfach dieses eine Wort und speichere das Ganze. Und wenn ich wieder hochgehe, sehe ich eben diesen einen Ordner hier. Und dann mache ich noch einen zweiten Ordner, den nenne ich jetzt Servers und mache auch nicht mehr als einfach zu speichern. So, jetzt habe ich eben diese beiden Ordner und ja, jetzt möchte ich einfach die Hosts in die einzelnen Ordner umziehen. Das kann ich auf verschiedene Arten machen. Einfachsten ist, wenn ich wieder die Checkboxen anmache und dann wähle ich zum Beispiel den Switch aus und sage hier unten Select Target Folder Networking und mache Move to. Jetzt ist der da reingewandert. Wenn ich jetzt die ganzen anderen nach Servers schieben will, kann ich zum Beispiel einfach hier mit dem kleinen Kreuzchen oben alle Checkboxen gleichzeitig einschalten und sage Move to Servers, Move to und da sind sie. Der Main-Ordner ist jetzt sozusagen leer, da sind keine Hosts mehr direkt drin und das ist auch eigentlich eine Sache, die wir empfehlen, dass man in Ordner entweder weitere Ordner reintut oder Hosts. Man kann das Ganze auch mischen, aber es ist etwas unübersichtlich. Also wenn es nicht einen triftigen Grund gibt, dann legt in Ordner einfach nur entweder weitere Ordner oder auf der untersten Ebene dann die Hosts. So, jetzt gehe ich nochmal zu dem Ordner Servers. Wenn ihr hier mit der Maus ein bisschen hochfahrt, seht ihr, dann klappen 3 Symbole auf.
Das linke ist der Stift, der sind die Eigenschaften von dem Ordner. Den kriege ich auch, wenn ich in den Ordner selber reingehe und ganz oben auf Folder Properties gehe. Das ist also genau dieselbe Maske. Und da sind wir jetzt wieder an der Stelle, wo ich vorhin gesagt habe, ich erkläre es später. Wir haben jetzt hier wahnsinnig viele Einstellungen. Und zwar sind es jetzt alle Eigenschaften, die wir auf dem Host kennen. Und die können jetzt eben auch beim Ordner festgelegt werden und auf den Host vererbt. Also ich mache jetzt mal hier zum Beispiel alles zu, bis auf das letzte bei My Own Tags Application. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, alle Hosts in diesem Ordner sind Webserver. So, und jetzt folgt daraus, dass ein Host, der in einem Ordner liegt, ein Webserver ist, es sei denn, dieses Tag oder Attribut ist beim Host selber nochmal anders definiert. Schaue ich mir nochmal den DB Server 01 an, da ist ja explizit ausgewählt Database Server, das heißt, der würde jetzt das Attribut nicht erben. Wenn ich aber dieses Kreuzchen rausnehme, dann seht ihr, dass er jetzt die Eigenschaft Webserver hat, weil die geerbt ist von dem Folder Servers. Wenn ihr die Struktur gut aufbaut, dann werdet ihr sehr wenig solche Ausnahmen brauchen. Dann könnt ihr eben die meisten Attribute über den Ordner vererben. Aber im Einzelfall gibt es halt immer die Möglichkeit, davon abzuweichen. Was wir jetzt zum Beispiel hier machen können, wenn wir wollen, das können wir sagen, ich möchte eigentlich von diesen ganzen Hosts, die ich vorhin angelegt habe, dieses explizite Tag wieder entfernen. Könnt ihr natürlich jetzt in jeden reingehen und die Checkbox rausnehmen. Es gibt aber auch hier einen Knopf, der heißt Cleanup und der hat genau die Funktion, explizit festgelegte Attribute zu entfernen. Ich sehe jetzt hier in diesem Ordner, habe ich zum Beispiel auf allen Hosts die IP-Adresse festgelegt. Die könnte ich jetzt entfernen und über einen Ordner vererben. Das ist natürlich totaler Blödsinn, weil die soll ja bei jedem Host unterschiedlich sein. Aber ich könnte zum Beispiel die Criticality und die Application von den Hosts entfernen und damit wieder erreichen, dass sie über den Ordner vererbt werden. Wenn ich jetzt in irgendeinen der Hosts reingehe, nehmen wir mal zum Beispiel den DB Server 03, dann sehe ich, dass das jetzt eben auch wieder vererbt ist. Und bei den Custom Attributes, die Criticality, auch da ist die Checkbox wieder verschwunden. Und in dem Fall gibt es den Default-Wert. Wieso sehe ich jetzt hier nicht den Ordner? Na, ganz einfach, weil ich in dem Ordner eben dieses Attribut nicht festgelegt habe. Deswegen wird es vererbt vom Default. Der Rest ist eigentlich wie gehabt. Ich habe jetzt über die Ordnerstruktur meine Host-Tags vererbt und kann jetzt ganz normal meine Regel definieren, indem ich wieder mit diesen Tags arbeite. Ich kann aber auch eine ganz andere Sache machen, die jetzt neu ist. Und zwar kann ich Regeln direkt an den Folder hängen. Beziehungsweise ist der Folder auch eine mögliche Eigenschaft in der Regel. Gehen wir nochmal zu unseren Regeln, die wir angelegt haben. Ich suche wieder nach CPU, suche wieder meine Regel für die Utilization und nehme jetzt einfach mal die erste von beiden Regeln. Und da seht ihr in der zweiten Zeile eine Condition, nämlich den Folder und sage, diese Regel gilt einfach nur noch im Ordner Servers und das heißt dann auch in allen möglichen Unterordnern. Ich speichere und ihr seht jetzt etwas Überraschendes, nämlich diese Regelkette hat sich aufgelöst in eine Kette pro Folder. Hier ist ganz einfach die Regel, dass Dinge, die ihr in einem Unterordner festlegt, immer Vorrang haben zu dem Hauptordner. Das macht auch total Sinn. Das heißt, wenn ihr in dem Servers-Folder was festgelegt habt, dann ist es natürlich wichtiger und bindender für die Rechner dort, als wenn ihr es im Main Directory festgelegt habt. Deswegen gibt es jetzt nicht mehr eine gemeinsame Reihenfolge, sondern eine pro Ordner. Und das ist eigentlich auch schon das Ganze, wie die Ordner technisch funktionieren. Das ist ein sehr mächtiges Konzept, um eben sehr, sehr große Anzahl von Hosts in den Griff zu bekommen. Es hat übrigens auch noch einen weiteren Vorteil, wenn ihr einen neuen Host aufnehmt und diese ganze Ordnerstruktur ist intelligent aufgezogen, dann reicht es, wenn der Host in den Ordner angelegt wird, den richtigen, und er erbt dann automatisch alle Tags und alle Attribute und das ganze Monitoring wird so aufgesetzt, wie es sein soll. Jetzt stellt ihr euch sicher die Frage, was ist eigentlich eine sinnvolle Struktur für Ordner? Wie soll ich meine Ordnerstruktur anlegen, dass es irgendwie gut funktioniert? Nun, da kann man jetzt keine generelle Regel sagen, aber es hat sich herauskristallisiert, dass es 3 wichtige Prinzipien gibt. Die eine ist eine Strukturierung nach Standort. Dann gibt es die Möglichkeit, nach Technologie zu strukturieren. Und das dritte ist nach Organisation. Also als Beispiel Standort könnte ich sagen, ich habe ein
Rechenzentrum in München, eins in Shanghai, eins in Budapest und kann einfach dafür 3 Ordner anlegen. Und das hat dann den Vorteil, im verteilten Monitoring zum Beispiel kann ich über die Ordner sehr leicht festlegen, welcher Host von wo aus überwacht wird. Eine Gliederung nach Technologie wäre zum Beispiel, dass ich sage, in dem Ordner habe ich Netzwerkgeräte und dann kann ich über den Ordner sagen, die sollen eben alle mit SNMP überwacht werden. Dritte Möglichkeit, Organisation, würde nach Personengruppen gehen, zum Beispiel alle Leute, die für die Linux-Server verantwortlich sind. Da habe ich dann wieder den Vorteil, dass ich am Ordner Berechtigungen festmachen kann, wer in diesen Hosts, wer die editieren darf und wer die Monitoring sieht. Und natürlich kann ich alle diese 3 Prinzipien auch kombinieren und je nach Ebene eine von denen auswählen. Ja, und damit sind wir mit unserer Trilogie durch. Ich hoffe, es war interessant für euch und wir sehen uns dann in Kürze bei der nächsten Folge.